Zwischen zwei indonesischen Inseln verläuft eine alte Linie, die sowohl real als auch imaginär ist. Man kann sie nicht sehen, aber sie existiert definitiv. Wenn Sie an der Küste von Bali stehen und nach Osten in Richtung der Insel Lombok blicken, sehen Sie die schmalste Stelle dieser Linie, nur 35 Kilometer Wasser. Nach den Maßstäben unseres Planeten ist das eine geringe Entfernung. Aber es handelt sich nicht nur um eine geografische Grenze. Es handelt sich um eine unsichtbare Barriere, die zwei völlig unterschiedliche Tierwelten voneinander trennt. Die Überquerung von Bali nach Lombok ist wie der Wechsel von einem Kontinent zum anderen. Der Unterschied in der Tierwelt zwischen diesen benachbarten Inseln ist größer als zwischen England und Japan. Dies ist ein Phänomen, das Wissenschaftler als biogeografische Grenze bezeichnen, ein Ort, an dem zwei Regionen mit großer biologischer Vielfalt aufeinandertreffen, die sich stark voneinander unterscheiden. Und diese besondere Grenze, die sogenannte Wallace-Linie, ist wahrscheinlich die deutlichste und berühmteste von allen. Schauen Sie sich an, was auf beiden Seiten dieser unsichtbaren Linie geschieht. Auf der westlichen Seite ist die Tierwelt typisch für Asien. Hier gibt es Nashörner, Elefanten, Tiger, Leoparden, Affen, Hirsche und viele Arten von Nagetieren. Hier fliegen farbenprächtige Fasane, Spechte klopfen an die Bäume und sperlingsähnliche Vögel singen, alles sieht nach Asien aus. Doch sobald sie diese unsichtbare Grenze überschreiten, ändert sich die Tierwelt schlagartig. Auf der Ostseite werden Sie keine dieser Arten finden. Stattdessen beherbergen die Inseln ganz andere Kreaturen, Beuteltiere, die den australischen Kängurus ähneln, baumbewohnende Kuskus, Komodowarane, die bis zu 3 Meter lang werden können. Am Himmel fliegen leuchtende Kakadus und Paradiesvögel, und in den Wäldern leben Kasuare, riesige flugunfähige Vögel, die wie Strauße aussehen. Wie ist diese unsichtbare Linie entstanden? Warum beeinflusst sie die Verbreitung so vieler Arten? Und wie ist es möglich, dass die Grenze sowohl real als auch imaginär ist? Die Wallace-Linie wurde erstmals 1859 von einem Mann markiert, der, wie Sie vielleicht erraten, Wallace hieß. Alfred Russel Wallace, ein britischer Naturforscher, der als einer der Mitbegründer der Theorie der natürlichen Selektion bekannt ist und unabhängig von Darwin zu denselben Schlussfolgerungen kam. Wallace verbrachte 8 Jahre auf einer Expedition im malaiischen Archipel, beobachtete und sammelte so viele Arten wie möglich und reiste von Insel zu Insel. Während dieser Zeit, als er von Bali nach Osten, nach Lombok, reiste, fiel ihm zum ersten Mal etwas sehr Interessantes auf. Obwohl die Inseln nur durch eine schmale Meerenge getrennt waren, waren die Veränderungen in der Fauna nicht allmählich und kaum merklich, sondern plötzlich und deutlich. Wallace war erstaunt, dass die Unterschiede in der Tierwelt dieser beiden Inseln größer waren als zwischen der Fauna Englands und Japans, die durch Tausende von Kilometern getrennt sind. Was ihm als erstes auffiel, waren die Vögel. Einige Arten, die auf Java und Bali reichlich vorhanden waren, wie der Gelbkopfweber oder der Java-Dreizahnspecht, fehlten auf Lombok, das nur durch einen schmalen Streifen Wasser getrennt war, völlig. Diese starke Verschiebung galt auch für Säugetiere und sogar für viele Insekten. Es war, als ob eine unsichtbare Barriere zwei verschiedene Welten trennte. Noch interessanter ist, dass die von ihm gezeichnete Linie nicht nur die Nähe zwischen den Inseln anzeigte. An einigen Stellen waren die Inseln auf den gegenüberliegenden Seiten der Linie näher beieinander als viele Inseln auf derselben Seite. Dies führte Wallace zu der Erkenntnis, dass andere, geheimnisvollere Kräfte am Werk sein mussten, zum Beispiel die geologische Geschichte. Alfred Wallace erkannte, dass die geologische Vergangenheit die biologische Gegenwart prägt. Er sah in der Biogeographie eine Möglichkeit, epische Seiten der Erdgeschichte aufzudecken, die sonst vielleicht unbekannt bleiben würden. Heute sind diese Ideen leicht als normal zu akzeptieren, aber zu Wallace' Zeiten waren sie noch ziemlich revolutionär. Aus seinen Beobachtungen schloss Wallace, dass die westlichen Inseln einst miteinander und mit dem asiatischen Festland verbunden gewesen sein müssen. Heute sind sie von flachen Meeren umgeben, aber das ist nur das Ergebnis eines relativ jungen geologischen Anstiegs des Meeresspiegels. Wie hätten sonst große Tiere wie Tiger, Nashörner oder Tapire auf diesen Inseln landen können, die heute durch Wasserräume getrennt sind, die für diese Arten zu breit sind, um sie zu durchqueren? Wallace hatte eine ähnliche Theorie, wie die Inseln östlich von Java und Borneo entstanden sind.
Zumindest einige von ihnen galten als Überbleibsel des ehemaligen australischen Kontinents. Der Forscher vermutete, dass trotz all dieser Veränderungen die tieferen Gewässer mit starken Strömungen zwischen den beiden Regionen viele Arten daran gehindert haben müssen, von einem Kontinent zum anderen zu wandern, als der Meeresspiegel noch niedriger war. Und auch heute, wo der Meeresspiegel höher ist und die Kontinente in benachbarte Inselgruppen zerbrochen sind, hindern sie viele Arten daran, diese Grenze zu überschreiten. Diese Grenze betrifft auch viele fliegende Vogel- und Insektenarten, die nicht in der Lage sind, große Strecken des offenen Ozeans zu überqueren. Einige Forscher stellten später fest, dass selbst Vögel, die technisch gesehen weite Strecken fliegen können, es instinktiv vermeiden, diese Grenze zu überqueren, so als ob die Natur selbst ihnen eine unsichtbare Grenze gesetzt hätte. Wallace setzte viele Teile des Puzzles zusammen, aber ihm und anderen Wissenschaftlern jener Zeit fehlte eine Schlüsselidee, um das Bild zu vervollständigen: die Plattentektonik. Die Oberfläche unseres Planeten ist natürlich nicht statisch. Sie ist dynamisch. Die Erdkruste besteht aus einzelnen großen Abschnitten oder Platten, die sich über riesige geologische Zeiträume hinweg bewegen und zusammenstoßen. Dies ist ein weiteres Konzept, das für uns heute leicht zu akzeptieren ist, aber in Wirklichkeit wurde die Theorie der Plattentektonik erst in den späten 1960er Jahren, mehr als ein halbes Jahrhundert nach Wallace' Tod, allgemein anerkannt. Heute wissen wir, dass die Plattentektonik unseren Planeten in vielerlei Hinsicht prägt, unter anderem durch die Entstehung und Verformung von Kontinenten, die Entstehung von Inselketten und die Bildung von Gebirgszügen. Die Forschung hat gezeigt, dass der malaiische Archipel eine der komplexesten tektonischen Regionen der Welt ist, ein Ort, an dem viele Platten aufeinandertreffen und um Raum konkurrieren. Dies ist nicht nur der Grund für die vielen Vulkane und die häufigen seismischen Aktivitäten in diesem Gebiet, sondern auch für die ungewöhnlichen Kontraste in der Tierwelt. In den 1980er Jahren waren die Wissenschaftler in der Lage, mit Sicherheit zu sagen, dass die Wallace-Linie im Wesentlichen das Ergebnis der Plattentektonik ist. Wallace hatte recht mit seiner Vermutung, dass es in der fernen Vergangenheit zwei feste Landmassen auf beiden Seiten dieser Linie gab. Heute kennen wir sie als die alten Kontinente Sunda im Westen und Sahul im Osten, die während der Eiszeiten existierten, als viel mehr Wasser im Eis eingeschlossen war und der Meeresspiegel viel niedriger lag. Wallace wusste das nicht, aber obwohl sie jetzt recht nahe beieinander liegen, waren die beiden teilweise versunkenen Kontinente in der Vergangenheit viel weiter voneinander entfernt. Der Sahul-Kontinent, der auf der östlichen Seite der Linie lag, umfasste Australien, Tasmanien, Neuguinea und die Aru-Inseln. Und er näherte sich dem asiatischen Sunda-Kontinentalschelf im Westen erst vor etwa 20 bis 25 Millionen Jahren, während des späten Oligozäns oder frühen Miozäns. Dies geschah, weil die australische Platte, nachdem sie sich im Süden von der Antarktis gelöst hatte, mehrere 10 Millionen Jahre lang langsam nach Norden driftete und dabei ihre einzigartige Gemeinschaft von Vögeln, Reptilien und Beuteltieren mitbrachte. Obwohl die Arten auf beiden Seiten der Linie nun Nachbarn sind, haben sie sich viele Jahre lang getrennt voneinander entwickelt, und diese beiden Welten haben sich erst vor kurzem evolutionär gesehen getroffen. Und dazwischen, direkt östlich der Linie, schuf die komplexe Bewegung tektonischer Platten eine Kette neuer Inseln in dem Teil des Archipels, der heute Wallacea heißt. Diese ozeanischen Inseln unterscheiden sich von den kontinentalen Inseln auf beiden Seiten, da sie nie mit einer großen Landmasse verbunden waren. Sie waren reine ökologische Leinwände, die darauf warteten, von allen Lebewesen, die sie erreichen konnten, besiedelt zu werden. Letztendlich waren es vor allem Arten von der australischen Seite, denen dies gelang, da die Wallace-Linie eine Barriere für die Bewegung asiatischer Arten nach Osten darstellte. Nehmen wir zum Beispiel den Komodowaran, die Riesenechse, die heute auf mehreren Inseln im Osten Indonesiens lebt. Ihre Fossilien tauchten erstmals vor mehr als 3 Millionen Jahren, im Pliozän, auf dem australischen Festland auf, und erst vor etwa 1 Million Jahren erreichten die Drachen ihren heutigen Lebensraum, die indonesischen Inseln von Wallacea. Und auch heute noch schränken die tiefen Gewässer mit starken Strömungen, die zwischen diesen beiden Regionen, einschließlich der Meerenge zwischen Lombok und Bali, fließen, die Bewegung vieler Arten über diese Grenze hinweg ein, wodurch die Unterschiede in ihrer Evolutionsgeschichte so deutlich sichtbar bleiben. Warum gibt es diese Unterschiede auch heute noch? Das liegt nicht nur an der Geologie.
Während der Eiszeiten, als der Pegel der Weltmeere sank, trockneten viele flache Meere aus, wodurch viele Inseln zu einzelnen zusammenhängenden Landgebieten wurden. So wurden Java, Sumatra, Borneo und Bali vor 20.000 Jahren, während der letzten Eiszeit, Teil des asiatischen Festlands und bildeten eine riesige Halbinsel namens Sundaland. Auf die gleiche Weise verband sich Australien mit Neuguinea und bildete einen einzigen Kontinent namens Sahul. Die Tiere wanderten frei über diese Landbrücken, asiatische Arten breiteten sich bis an den Rand von Sundaland aus, während australische Arten Neuguinea erreichten. Zwischen Sundaland und Sahul befand sich jedoch immer das Meer. Die Wallis-Linie verläuft genau an der Grenze dieser alten Kontinentalschelfe, dort, wo das Wasser zu tief war, um selbst bei den niedrigsten Meeresspiegeln in Land überzugehen. So gab es auch während der Eiszeit keine Landbrücke, die Asien mit Australien verband, ihre Tierwelten vermischten sich nie. Asiatische Elefanten und Tiger erreichten nie Neuguinea, und australische Kängurus sprangen nie nach Java. Interessant ist, dass selbst Vögel, die scheinbar mobilsten Lebewesen, oft nicht über schmale Meerengen auf die andere Seite fliegen. Im Westen Indonesiens leben zum Beispiel wilde Dschungelhühner und Fasane, während es im Osten viele Kakadus und Lorikeets gibt, aber man findet diese Vögel nicht auf der anderen Seite der Grenze. Es gibt nur wenige Ausnahmen. Eine der seltenen Säugetierarten, die auf beiden Seiten der Wallis-Linie vorkommen, ist der Langschwanzmakak, Krabbenmakak. Diese kleinen Affen leben sowohl auf Bali als auch auf Lombok und Sulawesi. Wissenschaftler glauben, dass die Makaken die Wasserbarriere aus eigener Kraft überquert haben oder von Menschen auf die Inseln gebracht wurden. Aber insgesamt bleibt die Regel erstaunlich streng, asiatische und australische Arten sind ungefähr entlang der Wallis-Linie getrennt, und die Natur scheint sie mit einem Schild zu markieren, das besagt, hier ist Schluss. Genau das hat zu dem auffälligen Kontrast geführt, der in den verschiedenen Ökosystemen deutlich sichtbar ist. Die unsichtbare Wallis-Linie mag im physischen Sinne nicht real sein, man kann sie weder sehen noch anfassen, aber sie zeigt, wie lautstark uralte geologische Ereignisse durch die Zeit widerhallen können und wie sie die Vielfalt und Verteilung des Lebens auf dem gesamten Planeten auf seltsame und kontrastreiche Weise prägen. Und auch wenn Darwin als derjenige gilt, der herausgefunden hat, wie die Arten entstanden sind, so gilt Wallace doch als der Pionier, der herausgefunden hat, wie die Arten dorthin gelangt sind, wo sie heute sind. Seine Beobachtungen wurden zur Grundlage einer neuen Wissenschaft, der Biogeographie, die sich mit der Verteilung von Lebewesen auf dem Planeten befasst. Es ist erstaunlich, dass mehr als 160 Jahre nach der Entdeckung der Wallis-Linie diese immer noch eine wichtige biogeografische Grenze darstellt, eine Kraft, die weiterhin Ökosysteme formt und uns an die tiefe Verbindung zwischen der geologischen Geschichte der Erde und der Entwicklung des Lebens auf ihr erinnert. Wenn Sie das nächste Mal eine Weltkarte betrachten, ziehen Sie eine imaginäre Linie zwischen Bali und Lombok und Sie werden wissen, dass genau dort eine der unglaublichsten natürlichen Grenzen auf unserem Planeten verläuft, eine unsichtbare Grenze, die zwei Welten voneinander trennt, die sich über Millionen von Jahren voneinander entfernt haben und erst vor kurzem aufeinander trafen.